Schneebedeckte Berggipfel, malerische Seen und Landschaften, die einem den Atem rauben. Kaum eine Region verkörpert diese Eigenschaften mehr als Patagonien. Aber bevor wir zu den bekannten Hotspots wie dem Fitzroy oder dem Perito Moreno Gletscher aufbrechen, erkunden wir eine Ecke von Argentinien, die nur die wenigsten Reisenden kennen und wo man die unendliche Weite und pure Schönheit von Patagonien ganz in Ruhe genießen kann. Wir sind mittlerweile in Patagonien angekommen. Wie man unschwer an unseren Outfits erkennen kann, ist es deutlich kälter, ist es deutlich windiger, als wir es gewohnt sind. Aber wir sind gespannt, was uns so erwartet. Hier hinter mir seht ihr San Martín de los Andes. Das ist hier ein kleiner Ort, etwa 3 Stunden nördlich von Bariloche, ist vor allem für Wintersport bekannt oder halt im Sommer für traumhaft schöne Landschaften, Seen und Berge. Und einen ganz besonderen Berg bzw. Vulkan, den wollen wir uns morgen anschauen. Allerdings machen wir das Ganze nicht alleine, sondern mit Besuch aus Deutschland. Und wer uns schon länger verfolgt, der wird auf jeden Fall wissen, wer mit dabei ist. Schaut mal, wen wir hier ganz zufällig auf den Straßen von San Martín de los Andes getroffen haben. Buenos dias! Buenos dias! Hast du gutes Wetter mitgebracht aus Deutschland? Oh, herrlich, Sonnenschein. Ja, besser geht's nicht. Ja, und jetzt Kaffee con Leche. Sehr gut. Ich glaube, Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, mein Papa ist zu Besuch und nicht zum ersten Mal, sondern zum 5. Mal. Und zwar in... Das erste Mal Guatemala, das zweite Mal Peru, 3. Mal war in Kambodscha, das 4. Mal war in Thailand und Taiwan mit Alexander zusammen, Normans Bruder, und jetzt zum 5. Mal in Argentinien und ich freue mich so wahnsinnig drauf. Das Wetter ist so toll und es kann alles nur gut werden. Genau, wir fahren jetzt zum Lanín Nationalpark. Das ist ungefähr so 1,5 Stunden Fahrt von San Martín de los Andes entfernt und mal schauen, wie das Wetter wird. Aktuell ist es sehr gut, aber gestern sind wir auch schon mal in den Genuss der kräftigen patagonischen Winde gekommen. Also das war schon mal ziemlich krass. Und wir haben auch um San Martín noch ein paar Ausflüge gemacht zu ein paar verschiedenen Aussichtspunkten. Es war auch sehr schön, aber in dem einen Moment sonnig, im anderen Moment wieder windig und kalt und regnerisch. Also alle 4 Jahreszeiten an einem Tag, sagt man hier häufig in Patagonien. Aber heute hoffentlich kriegen wir den schönen Frühlingstag. Wir haben jetzt hier gerade einmal auf der Straße einfach angehalten, weil es ist aber die perfekte Leading Line zum Lanín-Vulkan. Das sieht so krass aus. ich bin so geflasht davon, was für einen krassen Ausblick wir haben. Perfektes Wetter, der Vulkan sieht so mächtig aus, ist er auch, der ist auch sehr groß. Komplett schneebedeckt, also gehört, glaube ich, zu den schönsten Vulkanen, die wir gesehen haben. Und wir haben schon einige gesehen. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen näher dran. Wunderschönes Panorama. Sieht so geil aus mit dem See jetzt noch davor, der so richtig tiefblau ist. Genau. Und dann wie sich der Berg auftürmt. Und es ist auch niemand hier außer uns. Krass. Hat es schon gelohnt, der kleine Abstecher nach Argentinien, hä? Wir sind jetzt beim Parkeingang und hier hat man auch nochmal eine richtig schöne Aussicht, weil hier ist ein ziemlich großer See direkt im Lanín Nationalpark, der heißt... Lago Huechulavquin oder so ähnlich. Wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, das ist die Sprache der indigenen Einwohner hier, der Mapuche, die das hier besiedelt haben und auch weiterhin besiedeln. Und man kann den Lanín auch besteigen, der ist fast 3800 Meter hoch, 3700 und ein paar zerquetschte. Jetzt liegt noch relativ viel Schnee drauf, wahrscheinlich besser in den Sommermonaten. Das lassen wir aber, wir genießen heute ganz entspannt einfach nur die Aussicht. Alemania. Also der Eintritt kostet 20.000 Pesos pro Person. Man kann nur in Bar zahlen, sind ungefähr so 16 Euro. Y ya va a estar sobre el lago Paimun. Este es el lago Huechulavquén. 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 Sí, ida y vuelta 1 hora 40. Okay. ¿Sí? Okay, muchas gracias. Muchas Por gracias. favor. Jetzt sind wir erst im Nationalpark, das heißt, wenn ihr nur einen Blick auf den Lanín-Vulkan mal erhaschen wollt, dann könnt ihr das vorher bei den Aussichtspunkten auch einfach machen, ohne was zu zahlen. Und wir fahren jetzt hier ungefähr 30 Kilometer auf so einer Schotterpiste noch weiter und dann sollen wir in so einem kleinen Dorf ankommen, da kann man dann Wanderungen machen, es gibt einen Wasserfall und man kann auch eine Bootstour machen. Und er hat uns auch erklärt, was die Übersetzungen auf der Mapuche-Language bedeuten. Also Lanín bedeutet Roca Muerta, also der Fels des Todes, frei übersetzt, und der See bedeutet Lago Extremo, also der extreme See.
Die Straße wird mit zunehmender Dauer ein bisschen schlechter, aber ich glaube, man braucht trotzdem keinen Four-Wheel-Drive, also haben wir auch nicht. Und es geht schon, allerdings muss man sich halt auf ein bisschen Stau manchmal einstellen, wenn halt einfach mal so eine kleine Schafsherde hier über die Straße läuft, voll süß. Ich habe hier gelesen, dass es nämlich ein Boot gibt, das seht ihr auch hier, Catamaran José Julián Cerrado. Heute nicht, der fährt nicht mehr aktuell und es gibt hier aber noch so ein kleines Boot im Hintergrund und da haben wir mal gefragt, ob wir auch damit fahren könnten. Und ich glaube, ich dachte erst, wir haben es falsch verstanden. Für eine 2-stündige Tour kostet das $360. Also fürs ganze Boot, es passen 6 Personen drauf, wir sind aber nur zu dritt. Und das günstigste, was wir machen können, sind $300. Also, Entschuldigung, das ist ja völlig utopisch. Das machen wir auf gar keinen Fall. Also Papa hat jetzt nochmal verhandelt, wir könnten eine Tour machen für $100 für 30 Minuten. Würden wir unter normalen Umständen auch nicht machen, aber der Herr hat morgen Geburtstag, von daher zählen wir jetzt mal unsere letzten Pesos zusammen, aber ich glaube, wir haben nicht genug. 89, 90, 91, 92. Jetzt müsst ihr hinkommen. Muchas gracias, ciao. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, 90.000 Pesos zu zahlen. Das konnten wir noch zusammenkratzen, haben noch ein bisschen was übrig noch für ein weiteres Getränk und machen das Ganze als verfrühtes Geburtstagsgeschenk für Raimund, aber er zahlt. Danke an dieser Stelle. Die Vorteile mit Papa zu reisen. Ja, gut, okay. Hello, my name is Angel. Is Macarena. Mucho gusto. Macarena. Nice to meet you. Welcome to Lanín National Park. Años. 115. Was, 115? Okay, wir sind hier gerade entlang gefahren und das ist Martin, ein Mapuche, der hier ganz alleine lebt in einem Haus. Und sie haben erzählt, er ist 115 Jahre alt. Er muss aber bei Martin bleiben. Er darf nicht mit. Vielleicht wieder mal einen Ausflug machen. Gracias, Martín. Ciao, ciao. Gracias. Ciao. Wir können uns wohl sehr glücklich schätzen, Martin kennengelernt zu haben. Immer wenn Sie die Tour machen, schauen Sie, ob Sie ihn sehen, fragen, ob er irgendwas braucht, wie es ihm geht und so weiter. Also eine einzigartige Begegnung. Falls er wirklich 115 ist, hat er sich echt gut gehalten und war mit Sicherheit der älteste Mensch, den wir jemals gesehen haben. Also krass. Und jetzt fahren wir hier noch ein bisschen über den See in dieser traumhaft schönen Landschaft. Auch wenn sich der Lanín so ein bisschen hinter den Wolken verzogen hat. Traumhaft schön hier. Sportlich. Ja. Papa, stell dich mal nicht so an, du bist halb so alt wie Martin. Ja gut, also rechnen war noch nie deine Stärke. Das stimmt auch wieder. Wir haben jetzt hier noch einen kleinen Stopp am Strand eingelegt. Und die beiden, die die Tour machen, die kennen hier wirklich auch jeden. Also egal, wo wir anhalten, die quatschen mit den ganzen Leuten hier. Und von hier hat man halt nochmal eine besonders tolle Panoramasicht auf den Lanín-Vulkan, dessen Spitze man jetzt zumindest wieder sehen kann. Also die Tour war teuer für Papa. Und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr glückliche Nutznießer, das machen zu können, weil ja, also ich wusste eh nicht so richtig, was uns hier im Lanín Nationalpark erwartet, weil man online auch nicht so viele Infos findet. Aber ihr seht selbst, es lohnt sich. Gut investierte $100. Einfach bueno. Muy bueno. Marlena Benner. Ja, es war sein Geld wert. Es war so cool, wow. Die beiden sind auch super lieb. Ja, die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Wir waren auch deutlich länger als eine halbe Stunde unterwegs, würde ich sagen. Und es war nochmal ein ganz toller Blick. Das Highlight für Helen ist natürlich eine Katze, ne? Ich habe ihr schon ein bisschen was abgegeben. Obwohl sie nicht unbedingt so aussieht, als würde sie es brauchen. Wir haben gestern noch was zum Essen geholt, zum Nein, Mitnehmen. Nein, Und ich glaube, wir müssen es jetzt mit der Katze teilen. Helen, du hast sie jetzt angefüttert, jetzt ist sie angefixt. Oh, ich dachte, die wäre zufrieden mit 2 Stückchen Käse. Oh, was bist du? Was bist du für eine? Mischung aus Schwein und Hund? Oder? Du hast aber genug Essen. Du hast genug gegessen. Ein kleiner. Es sabbert und grunzt. Also wir haben jetzt mittlerweile gut tierische Begleitung. Ja. Aber ja, so fängt es halt an, ne? Mit einem. Lasst euch doch einfach nicht stören, esst einfach.
Buon provecho. Buen provecho. Ein recht spätes Mittagessen, jetzt gegen 17 Uhr, aber die Tour mit Angel und Marca war richtig schön gewesen und wir waren auch jetzt über eine Stunde, glaube ich, mit den beiden unterwegs. Die haben uns auch viel erklärt und so, konnten ein bisschen Englisch, also überwiegend Spanisch, aber konnten auch ein bisschen was auf Englisch erklären und man kann hier im Nationalpark auch noch viel mehr machen. Also es gibt hier noch Wasserfälle, verschiedene Wanderwege, es gibt auch Campingplätze und bei Google Maps habe ich auch Unterkünfte gesehen. Das heißt, man kann hier auch übernachten und es ist super viel, was man hier noch entdecken kann, aber uns hat es richtig gut gefallen. Also ich will jetzt nicht immer von Geheimtipps sprechen, haben wir in Salta und Jujuy auch schon gemacht, aber ihr habt ja gesehen, wie viele andere Leute hier waren. Also die meisten Leute zieht es in Patagonien halt eher Richtung El Chalden zum Fitzroy oder Laguna Torre oder El Calafate mit dem Perito Moreno Gletscher, das machen wir auch noch. Aber hier waren halt wirklich wenig bis keine anderen Touristen an einem wunderschönen Samstag im Frühling hier. Von daher würde ich sagen, ist das Geld auch wert? Also die 15 € Eintritt, das ist glaube ich völlig in Ordnung. Und jetzt die Bootstour, klar, die war nicht super günstig, man muss ein bisschen verhandeln, aber es hat sich im Endeffekt halt sehr, sehr krass gelohnt, würde ich sagen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würde es uns noch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Das hilft unserem Kanal. Und sollten euch mehr Videos aus Argentinien interessieren, Vlogs oder auch verschiedene Länderguides zu ganz vielen verschiedenen Ländern auf der Welt oder alles rund ums Thema Weltreiseplanung, dann abonniert diesen Kanal und wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Eine Stadt hier in der Nähe von Bariloche, wo wir uns einen Mietwagen, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen will. Hasta luego. Hasta la mañana. Guck, wie neugierig sie ist. Katzen mögen immer das Mikrofon. Wir haben uns jetzt auf 90, also wir haben uns jetzt